morning, happy Sabbath. Guten Morgen, gesegneten Sabbat. Every Sabbath is a good day, Jeder Sabbat ist ein guter Tag. but it's even a better Sabbath when it's sunny outside. Aber es ist sogar noch ein schönerer Sabbat, wenn es draußen sonnig ist. I hope we can enjoy some of the beautiful weather this afternoon. Ich hoffe, dass wir dieses wunderbare Wetter diesen Nachmittag gemeinsam genießen können. I'd like you to turn with me in your Bibles to Malachi. Schlagt eure Bibel mit uns auf im Buch Malachi. The last two verses in the Old Testament. Die letzten zwei Verse im Alten Testament. In der Luther ist es Malachi 3, 23 und 24. Chapter 4, verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah the prophet Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. And you shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. We have a prophecy here. Also wir haben hier eine Prophezeiung It's talking about Elijah the prophet, it says. und es geht um den Propheten Elia. Now, is this the same Elijah the prophet that we read about in the book of Kings? Ist das derselbe Elia, über den wir im ersten Buch der Könige lesen? Well, it couldn't be, Kann nicht sein, because that would be history, not prophecy. denn das wäre dann Geschichte und nicht Prophezeiung. So this is speaking of a future time, Also es geht um eine zukünftige Zeit. of someone who would do the work of Elijah the prophet. Jemand, der die Arbeit des Elias vollbringt. And it was before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Und das geschieht, ehe der schreckliche und große Tag des Herrn kommt. Now, is this speaking of Jesus' first coming or his second coming? Geht es hier um das erste Kommen Jesu oder das zweite Kommen Jesu? Which one? Second. Okay, good. How do we know that? Woher wisst ihr das, dass es sich um das zweite Kommen handelt? Because it calls it the great and dreadful day. Weil es der große und schreckliche Tag genannt wird. That's definitely speaking of the second coming of Jesus. Also hier geht es definitiv um das zweite Kommen Jesu. We also know that this was partially fulfilled in the first coming of Jesus. Aber wir wissen auch, dass das teilweise beim ersten Kommen Jesu erfüllt wurde. If we turn to the book of Luke, chapter 1, Wenn wir Lukas Kapitel 1 aufschlagen, chapter 1, verse 17. Kapitel 1, Vers 17, Here we're reading about John the Baptist. also hier lesen wir über Johannes den Täufer. He shall go before him. In other words, he will go before, John the Baptist will go before Jesus. Und das heißt, und er wird vor ihm hergehen. Also Johannes der Täufer wird vor Jesus In einhergehen. the spirit and power of Elijah. Im Geist und in der Kraft Elias. So we know this is a partial fulfillment of Malachi because it's speaking of Elijah, the prophet. Also wir sehen, es ist eine teilweise Erfüllung hier, weil es spricht wieder über Elia, den Propheten. We also know it's a partial fulfillment because of the work involved. Und wir wissen auch, dass es eine teilweise Erfüllung hier fand, weil es das gleiche Werk ist. We read that he would turn the heart of the children to the fathers, Denn wir lesen hier, er wird bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern to the disobedient to the wisdom of the just, und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. to make ready a people prepared for the Lord. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Now at this time in Earth's history, do we need a people prepared for the coming of the Lord? Amen. In dieser Zeit der Geschichte brauchen wir ein Volk, das vorbereitet ist, den Herrn zu begegnen. We do. So, Wir brauchen es. back to Malachi. Wenn wir jetzt zurück zu Malachi gehen, What was the work that was going to prepare a people for Jesus' second coming? was ist das Werk, das ein Volk vorbereitet, bevor Jesus das zweite Mal wiederkommt? It was a turning of the heart of the fathers to the children and the children to the Es fathers. ist das Werk, die Väter zu den Kindern zu kehren und die Kinder zu den Vätern. It was a family work, Also eine Familienarbeit, a work of restoring the family, ein Werk der Wiederherstellung der Familie. to prepare a people. Um ein Volk vorzubereiten, We turn the hearts. muss das Herz bewegt werden.
a work to restore the family, ein Werk, die Familie wiederherzustellen, is the work that will prepare a people for the last days. ist das Werk, das ein Volk für diese letzten Tage vorbereiten wird. In fact, we read that just such a work as that of John is to be carried on in these last days. Und wir lesen in Review und Herald, dass so ein Werk wie das des Johannes des Täufers in diesen letzten Tagen geschehen muss. I have a question. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Why is this the work to prepare a people for the last days? Warum ist das die Arbeit, um ein Volk in diesen letzten Tagen vorzubereiten? There are many works. Es gibt doch so viele Werke oder Arbeiten, die getan werden müssen. There are many different things that can be done to prepare people for Jesus' coming. Also so viele Sachen, die getan werden müssen, um die Leute vorzubereiten auf Jesu Wiederkunft. There are many ways that the gospel can be spread. Es gibt viele Arten und Weisen, wie das Evangelium verbreitet werden kann. Why has God selected a work restoring the family? Warum hat Gott gerade dieses Werk der Wiederherstellung der Familie gewählt, um dieses Werk? Why don't we read in Malachi about something else? Warum lesen wir in Malachi nicht über etwas anderes? You tell me. Könnt ihr mir das sagen? Why is a work to restore the family the work that will prepare people? Warum ist es gerade dieses Werk? Weil das Herz beginnt in der Familie, das ist der innere Kreis. Und von daher kann man zum äußeren Kreis gehen. Wir können nicht zum äußeren Kreis gehen und ohne den Himmel zu haben. Amen. What else? Was noch für Gedanken? Das Werk untersuchen und verändert werden dürfen. Den Kindern. Aus der Welt und Like that. Yeah. Das gefällt mir, der Gedanke. These are both good reasons, yeah? It symbolizes also the harmony which is required between God our Father in heaven and His kids. Also das And symbolisiert it auch, represents also the harmony which has to be on the earth. also das symbolisiert auch gewisserweise die Harmonie, die herrschen soll zwischen Gott und seinen Kindern. So soll auch quasi diese Harmonie in der Familie herrschen. These are all good reasons. Also das sind alle gute Gründe, die ihr genannt habt. I'd like to suggest another reason. Aber ich möchte euch noch einen Grund sagen. Der größte Beweis für die Kraft des Christentums, der der Welt gegeben werden kann, ist eine wohlgeordnete und disziplinierte Familie. Dadurch wird die Wahrheit weiterempfohlen, wie es nichts anderes vermag, weil es ein lebendiges Zeugnis für die Kraft ist, die auf das Herz einwirkt. The greatest witness for the power of Christianity Der größte Beweis für die Kraft des Christentums is not some famous preacher. ist kein berühmter Prediger, It's the family. es ist die Familie. Why? Warum? Because it's real. Weil das wirklich ist. People Echt can ist. see, in the godly family, they see the genuine power of Christianity. In einer göttlichen Familie sieht man die wahre Kraft Gottes wirken. In fact, I've met many people who are very skeptical about Christianity. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die sehr skeptisch waren dem Christentum gegenüber. And then they were converted. Und dann haben sie sich bekehrt I asked them what made the difference. und sie haben gefragt, was macht jetzt für dich was ist der Unterschied jetzt? Very often they spent time with a godly family. Und sehr oft haben sie geantwortet, sie verbringen jetzt Zeit mit der Familie. With the godly. Also mit einer Familie oder gottgeführten Familie. They saw that if God had the power to make a family like Him, Und sie haben gesehen, wenn Gott die Kraft hat, eine Familie in seinem Charakter quasi zu gestalten, zu seinem Charakter zu gestalten, then there must be something real about this God. dann muss etwas Wahres an diesem Gott dran sein. Another question though. Eine andere Frage. If this is the most powerful evidence for the favor of Christianity, Wenn das der größte Beweis des Christentums ist, is Satan going to just leave it alone? wird dann Satan das nicht anrühren? No, he's going to attack it as hard as he can. Nein, er wird die Familie so stark wie möglich versuchen zu attackieren. And of course, we see this all around Und us. natürlich sehen wir das überall um uns herum. Right now, 75% of our young people are leaving the church. Gerade heute 75% aller Jugendlichen verlassen die Gemeinde. The divorce rate in the church is the same as outside the church. Also die Scheidungsrate in der Gemeinde ist genauso hoch wie die in der Welt. The average media use, not just in the US,
Also It's almost 12 hours a day. der durchschnittliche Medienkonsum, nicht nur in Amerika, sondern überall eigentlich, ist circa 12 Stunden pro Tag. And we could spend a lot of time on other statistics. Wir könnten uns auch noch viele andere Statistiken anschauen. But we don't need to spend time on statistics to know that Satan is attacking the family. Aber wir müssen uns keine Statistiken ansehen, um zu sehen, dass Satan heute die Familie attackiert. There's a very good reason for that. Da gibt es einen sehr guten Grund dafür. And it has to do with the job that God has given us to do on this earth. Und es hat damit zu tun, mit dem Werk, das Gott uns gegeben hat in dieser Zeit. In Mark, we read to go into all the world and preach the gospel to every creature. In Markus lesen wir, dass wir hinausgehen sollen in die ganze Welt und das Evangelium verkündigen sollen. And in Matthew, we read that when that gospel has been preached, then the end will come. Und in Matthäus lesen wir, wenn das Evangelium gepredigt ist in der ganzen Welt, dann wird das Ende kommen. And he has committed to us that work of spreading the gospel. Und er hat uns dieses Werk gegeben, das Evangelium zu verkündigen. One of my favorite. This comes from the book Education. Eines meiner liebsten Zitate aus dem Buch Erziehung. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. That is Christ's command to his followers. So lautet Christi Befehl an seine Nachfolger. Now, many people say, well, witnessing is not my spiritual gift. Viele Leute sagen jetzt, wisst ihr, Zeugnis geben, das gehört nicht so zu meinen Talenten. There's different spiritual gifts. Es gibt verschiedene geistliche Gaben. And I'm just not good at witnessing. Und ich bin einfach nicht gut, Zeugnis zu geben. Have you heard that? Habt ihr Maybe das you've schon said gehört? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesagt. That's correct. Das ist wahr. It's not a spiritual gift. Es ist keine geistliche Gabe. It's a command. Es ist ein Befehl. It's part of being a Christian. Das ist ein Teil des Christenseins. When we connect with Jesus, he says, go tell others the good news. Wenn wir uns mit Jesus verbinden, dann sagt er, komm und erzähl anderen von mir. Not that all are called to be missionaries or ministers in the regular sense of the term. Nicht, als ob alle zu Predigern oder Missionaren im üblichen Sinne des Wortes berufen seien. But all may be workers with Jesus in giving the glad tidings to their fellow men. Alle aber können Gottes Mitarbeiter sein, indem sie die frohe Botschaft an ihre Mitmenschen weitergeben. To all, Zu allen, great or small, groß oder klein, learned or ignorant, Gelehrte oder ungelehrt, old or young, alt oder jung, the command is given. der Befehl ist uns gegeben. This applies to every one of us. Also das betrifft jeden von uns. So we have been called to this earth for a specific purpose. Also wir sind in dieser Welt We have a work für to einen do. bestimmten Grund. Wir haben eine Arbeit zu tun. And there's different ways that we can accomplish this work. Und es gibt eben verschiedene Arten, diese Arbeit zu vollbringen. The Lord has given us many tools by which we can get this job done. Und der Herr hat uns auch viele Werkzeuge gegeben, womit wir diese Arbeit vollbringen können. But there's one tool that we have that's greater than all the rest. Aber es gibt ein bestimmtes Werkzeug, das größer ist als alle anderen. Und das ist die Familie. Das heißt hier, der Einfluss einer gut geordneten und gut disziplinierten Familie ist weit größer zum Guten als der Einfluss einer kraftvollen Predigt vom Pult. Far greater than sermons from the pulpit. Also viel kraftvoller als viel größer der Einfluss als eine Predigt vom Pult. You say, oh, I'm not a great preacher, I can't go spread the gospel. Ihr mögt vielleicht sagen, ich bin kein guter Prediger, ich kann das Evangelium nicht weitergeben. That's okay. Das ist auch in Ordnung. Your family is far more influential Weil than deine the preacher. Familie, eure Familie viel größeren Einfluss hat als der Prediger. Do we want to make a difference in the world? Möchten wir einen Unterschied in dieser Welt machen? We have in our hands a tool that will make a far greater difference than the greatest preachers. Wir haben in unseren Händen ein Werkzeug, das einen größeren Einfluss und einen größeren Unterschied machen wird in dieser Welt als der größte Prediger. You know, let's say I wanted you to do a job for me. I don't know, maybe fix my car. Sagen wir, ich würde euch eine Arbeit anschaffen, zum Beispiel mein Auto zu reparieren. And so I gave you a toolbox, Und ich gebe euch eine Werkzeugkiste and all the tools you needed for that job were in that toolbox. und alle Werkzeuge, die ihr für diese Arbeit braucht, Also befinden sich in dieser Kiste. And you started looking through the toolbox. Und ihr schaut euch jetzt all die Werkzeuge an. You found many different tools, Ihr findet verschiedene Werkzeuge, some small ones, kleine,
and they had little labels on them that told you how important they were and what job you would use it for. Ja, und sie haben da kleine Bezeichnungen, die sagen, wozu dieses Werkzeug zu gebrauchen ist. And then you find some bigger tools down on the bottom of the toolbox. Und dann findet ihr größere Werkzeuge am Boden dieser Werkzeugkiste. And then, in one drawer, you find a really big tool. Und dann, an einem Platz, findet ihr ein richtig großes Werkzeug. And on that tool it says, this is your most important tool. Und auf diesem Werkzeug steht geschrieben, das ist dein wichtigstes Werkzeug. You cannot accomplish your task without this tool. Du kannst die Arbeit nicht erfüllen ohne diesen Werkzeug. You'll use it for your whole job. Du brauchst es für die ganze Arbeit. Now at that point, do you close the toolbox and say, oh, that one must not be important? Und zu diesem Zeitpunkt schließt ihr die Werkzeugkiste und sagt, dieses Werkzeug ist nicht so wichtig. No, you're going to really look at that tool and figure out how you can use it best. Nein, man schaut sich natürlich dieses Werkzeug ganz genau an und man versucht herauszufinden, wie man dieses Werkzeug am besten gebraucht. Now it's the same here. Und es ist genau dasselbe hier. God has given us a work to do, Gott hat uns eine Arbeit gegeben and He gives us a toolbox. und er gibt uns jetzt eine Werkzeugkiste. Our job is to spread the gospel, Unser Werk ist, das Evangelium zu verkündigen. and God has given us every tool we need to accomplish that job. Und Gott gibt uns jedes Werkzeug, damit wir dieses Werk vollenden können. So we look in the toolbox, Und so schauen wir uns jetzt die Werkzeugkiste an. and we find some tools, and it says, your church pastor, Und wir finden hier so Werkzeuge wie zum Beispiel der Gemeindeprediger your church's elders, oder die Ältesten der Gemeinde the health ministry of your church. oder die Gesundheitsarbeit in der Gemeinde. And you find a really big tool, and it says Doug Batchelor, Und dann findet man ein großes Werkzeug und da steht dann Doug Batchelor, Mark Finley, Mark Finley a bigger one, 3ABN. oder noch ein größeres 3ABN. These are big tools for the spread of the gospel. Also es sind große Werkzeuge, um das Evangelium zu verbreiten. But then you find one tool bigger than all the rest of them, Aber dann findet ihr ein Werkzeug, das größer ist als all diese. more important than all the rest of them. Also wichtiger als all die anderen. It does a better job than all the rest of them. Es macht eine bessere Arbeit als all die anderen. Your family. Deine Familie. And it's up to us. Und jetzt liegt es an uns. Are we going to make the influence of our family a good influence or a bad influence? Machen wir den Einfluss unserer Familie zu einem guten oder zu einem schlechten? Because the influence is there. Weil ein Einfluss ist auf jeden Fall da. That's not optional. Da kann man nicht wählen. But what is optional is whether it's a good influence or a bad influence. Aber was man wählen kann, ist, ob es ein guter oder ein schlechter Einfluss ist. And this raises another question. Und das bringt eine weitere Frage auf. Where are we focusing our attention? Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? If we want to strengthen the witness, I'm sorry, let me say it differently. If we want to do the best job we can, Wenn wir die beste Arbeit tun wollen, die wir können, we should focus on strengthening our greatest tool. dann sollen wir uns darauf fokussieren, unser größtes Werkzeug oder dieses Werkzeug zu stärken. And Satan is going to do everything he can to try to distract us from focusing on this tool. Und Satan wird alles versuchen, um uns von diesem Werkzeug abzulenken. So this morning I'd like to take a look at 5 practical ways in which we can strengthen the witness of our family. Also heute Morgen wollen wir uns anschauen, 5 Wege, wie wir die Familie stärken können. I've called it normal or eternal Ich habe es genannt, normal oder ewig. because the world has a normal way of doing things, Weil die Welt hat einerseits einen normalen Weg, etwas zu tun. and God has an eternal plan that is different than the world. Und Gott hat einen ewigen Plan, der anders ist als der Plan der Welt. And the choice rests with us which plan we're going to go with. Und die Wahl liegt an uns, welchen Plan wir wählen. So I'd like to look at 5 ways in which we'll contrast the way of the world with God's plan. Also ich möchte 5 Wege zeigen, die ein Gegensatz sind zur Welt. Our first one, Der erste Punkt to focus on the early years. ist, auf die jungen Jahre sich zu konzentrieren, fokussieren. Now the world does a very good job at focusing on the early years, Also die Welt macht eine sehr gute Arbeit, sich auf die jungen Jahre zu konzentrieren. but they have the wrong focus. Aber sie haben den falschen Fokus. The world focuses on all the academic training, Die Welt fokussiert sich auf die ganzen akademischen Unterricht.
when God's plan is to focus on character development. Während Gott sich darauf fokussiert, den Charakter des Kindes zu entwickeln. We are neglecting to focus on what is most important in the early years of a child's life. Wir vernachlässigen den Fokus der wichtigsten Sache in den jungen Jahren des Kindes. Brain science tells us some very interesting things. Gehirnforscher sagen uns oder zeigen heute sehr interessante Fakten. We know that spirituality, Also wir wissen, dass Spiritualität, cause to effect reasoning, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ursache und Wirkung, emotional security, Emotionen, relationships, ja, relationships, Beziehungen, Verhaltensmanagement, Sprache, Gedächtnis, moralisches Urteilsvermögen, Gewissen, Charakter. Is this an important list? Ist das eine wichtige Liste, die hier aufgezeigt ist? Do we want children deficient in any of these things? Möchten wir, dass unsere Kinder in diesen Sachen mangelhaft sind? Yes or no? Ja oder nein? No, we don't want them deficient. Nein, wir wollen nicht, dass sie hier einen Mangel haben. What's the significance of this list? Also warum ist diese Liste so wichtig? Brain science tells us that the foundation for each of these character traits is laid in the first 7 years of a child's life. Also Gehirnforscher sagen uns, dass die Grundlage für all diese Dinge in den ersten 3 Jahren des Kindes gelegt wird. The devil knows that well, doesn't he? Und der Teufel weiß das sehr gut. That's why he's trying to distract us. It's why he's trying to get the little children out of the home. Deswegen versucht er uns abzulenken und deswegen versucht er auch die Kleinen aus dem Zuhause rauszubekommen. The future happiness of your families and the welfare of society depend largely on the physical and moral education which your children receive in the first years of their life. Das Glück der Familie und das Wohlergehen der Gesellschaft hängen im großen Maße von der körperlichen und sittlichen Pflege ab, die eure Kinder in den ersten 5 Lebensjahren erhalten. I want you to notice something interesting here. We have 3 areas of education. Wir haben 3 areas. 3 areas. Wir haben 3 Bereiche von Erziehung. We have physical, Wir haben physische, körperliche, mental, mentale and spiritual. und geistliche. Those are the 3 parts of our being, and those are the 3 areas that we need to educate according to the Spirit of Prophecy. Also Körper, Seele und Geist. Und das sind diese 3 Bereiche, die wir besitzen als Menschen und die sollten gestärkt werden anhand des Geistes der Weisheit. But notice something here. How many areas are named? Aber schaut hier, wie viele Gebiete sind hier genannt? I don't know which words. It should be physical and moral. Ja, körperlich und sittlich. Mental is missing. Und hier fehlt das Mentale, also das Why is Seelische. that? Warum? Because that's the most important thing in early childhood. Weil das ist das Wichtigste in der frühen Brain science tells us very clearly, we're going to talk about it this afternoon, that the academics can wait. Gehirnforscher heute sagen uns, das werden wir uns auch am Nachmittag anschauen, dass das Akademische warten kann bis später. But the physical and spiritual education of children should focus in the early years. Aber das Körperliche und das Sittliche, das muss in den ersten Jahren stattfinden, diese Erziehung. The child's conscience emerges very early in development. Da heißt es, das Bewusstsein eines Kindes entwickelt sich überraschend früh in der Entwicklung. The foundations are laid in the first 3 years of life. Ihre Grundlagen werden in den ersten 3 Jahren des Lebens gelegt. The first 3 years, In den ersten 3 Jahren, that's very young. das ist sehr jung. Go ahead. Die Lehren und Gewohnheiten, die während der frühen Kinderjahre gelernt und gebildet werden, haben mit der Charakterformung und mit der Richtung, in der das spätere Leben verläuft, mehr zu tun als sämtliche Unterweisung und Ausbildung der folgenden Jahre. Isn't that amazing? Ist das nicht I just realized wunderbar? we have a couple of English speakers here. Is the German okay? Would you like me to say it in English also? Ich bin gerade drauf gekommen, wir haben hier auch ein paar English englisch speakers? sprechende Leute. Ob es in Ordnung ist für Sie, dass es nur auf Deutsch jetzt dasteht oder ob es This is saying that the lessons learned and habits formed in infancy of childhood have more to do with the formation of character and the direction of life than of all the instruction and training of after years. We've got to focus on the early years. Also wir müssen uns auf die frühen Jahre fokussieren. The saying goes, give me a child until he is 7,
and he will be mine forever. Da gibt es einen Spruch, der besagt, gib mir das Kind, bis es 7 ist und es wird für immer mein sein. Does anyone know who said these words? Wisst ihr, wer diese Wörter gesagt hat? Jesus. Yes. Jesuits. Jesuits. Yeah, did you know that the Jesuits were formed back in the days of the Reformation Wisst ihr, die Jesuiten wurden gegründet in den Zeiten der Reformation, to counteract the work of the Reformation? um die Gegenreformation anzuführen. Every Jesuit was a teacher. Jeder Jesuit war ein Lehrer. They knew that the best way to counteract the work of the Reformation Und sie wussten, das Beste, um die Reformation zu bekämpfen, was to have schools for the young children. ist es, Schulen zu haben für die jungen Kinder. They capitalized on this principle. Sie haben dieses Prinzip ganz hochgestellt. Do we? Machen wir dasselbe? The future of the rising generation is in the hands of parents. Die Zukunft der kommenden Generation liegt in den Händen der Eltern. For they hold within their control the destiny of their children for time and for eternity. In einem großen Ausmaß liegt das Schicksal ihrer Kinder für Zeit und Ewigkeit in deren Macht. The salvation of the young depends almost wholly upon the training they receive in childhood. Die Erlösung der Kleinen hängt fast gänzlich von der Ausbildung in ihrer Kindheit ab. So maybe the question isn't where is our focus, but when is our focus? Also, it's about when. It should be when. Also es sollte nicht die Frage jetzt unbedingt sein, weil das haben wir jetzt gesehen, wo der Fokus sein soll, aber jetzt ist die Frage, wann sollte dieser Fokus You know, we're spending a lot of sein? time Wisst ihr, wir verbringen viel Zeit, as a church als Gemeinde auch, trying to heal preventable damage. wir versuchen damit, wir verbringen viel Zeit damit, Schaden zu verhindern, der entstehen könnte. Vermeidbaren Schaden zu heilen. Entschuldigung. Vermeidbaren Schaden zu heilen. I don't want to be critical, Ich möchte nicht kritisch sein. and I value that we have youth programs. Ich schätze sehr, dass wir Jugendprogramme haben. But if we are waiting for the youth program Aber wenn wir warten auf das Jugendprogramm, to train the children in damit the ways of the Lord, das Jugendprogramm die Kinder oder die Jugend so zurichtet, dass sie bereit sind, quasi den Herrn zu begegnen oder in den Wegen des Herrn zu unterrichten, then we're waiting too long. dann warten wir viel zu lange. We need to focus in early Wir childhood. müssen schon im frühen Kindesalter damit anfangen. We have youth programs, but where are the programs to help the fathers and mothers? in Wir our haben church? Jugendprogramme, aber wo sind die Programme, die Vätern und Müttern helfen in unserer Gemeinde? If we really believe that the family is our greatest witness, then we should have programs to help strengthen the family. Also wenn wir wirklich glauben, dass die Familie das größte Werkzeug ist, dann sollten wir Programme haben, die wirklich die Familie auch stärken. Our second area that we can do to help strengthen our family witness Der zweite Punkt, wie wir unsere Familie stärken können, is to limit media. ist es, die Medien zu begrenzen. The world just allows all the media they want. Also die Welt erlaubt oder gibt euch so viele Medien, wie die Kinder wollen eigentlich. In fact, the current average is 8 to 12 hours per day for most youth. Der durchschnittliche Konsum liegt zwischen 8 und 12 Stunden pro Tag. 75% of children aged 0 to 8 have access to a smartphone. 75% aller Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren haben Zugang zu einem Smartphone. Nearly 40% of children are using tablets. Fast 40% der Kinder verwenden Tablets. And yet the research shows very clearly this is not healthy. Und die Forschung zeigt aber ganz klar, dass das nicht gesund ist. It's starving children of essential brain development. Starving them, it's taking away time that they should be focusing on. Also es nimmt die Zeit der Kinder eigentlich weg, um das Gehirn gut zu entwickeln. It's causing attention deficit disorders. Es bewirkt Aufmerksamkeitsdefizit. Dankeschön. Causing reading and listening problems. Es bewirkt auch Lese- und Zuhörprobleme, Causing eye and brain damage. auch Augen- und Gehirnschäden. In fact, the research is saying that if we want to follow the development of the brain, Und die Forschung geht so weit, dass sie sagt, wenn wir die Entwicklung des Gehirns
anschauen oder folgen wollen, we're going to eliminate it or at least keep it at a minimum until the age of 12. dann müssen wir diese Dinge, also wenn das Gehirn sich gut entwickeln soll, müssen wir diese Dinge eliminieren, also völlig lassen, unter dem Alter von 12 Jahren, also bevor 12, keins oder nur sehr geringe Medienzugang. We sort of think it's just normal childhood now that they're involved in media. Und wir denken, das ist ganz normal, dass die Kinder heute einfach mit den Medien zu tun haben. But it doesn't have to be this way. Aber so muss es nicht sein. If your child can use a smartphone, they can easily operate any of the above. Wenn euer Kind ein Smartphone verwenden kann, dann kann es auch genauso diese Dinge, die ihr seht, auch verwenden. Right? Richtig? Isn't this the way it used to be? War das nicht früher so, dass die Kinder so sich beteiligt haben? These are good for children. Diese Werkzeuge sind gut für Kinder. But you know, it's not just the children. Aber wisst ihr, es sind nicht nur die Kinder. Media use is separating families because of the parents using too much media. Der Medienkonsum trennt die Familien, weil die Eltern zu viel diese Medien konsumieren. Let me tell you a little story. It's called Dear Mom on the iPhone. Lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte hat den Titel Liebe Mama an dem iPhone. I didn't write the story, but I found it a very good one. Ich habe diese Geschichte nicht geschrieben, aber ich habe sie sehr gut gefunden. Dear Mom on the iPhone. I see you over there on the bench. Liebe Mama am iPhone, ich sehe dich da drüben an der Bank. You're on your iPhone. Du bist an deinem iPhone. It feels good to relax a little while your kids have fun in the sunshine, doesn't it? Es fühlt sich gut an, jetzt ein bisschen zu entspannen, während deine Kinder Freude in dem Sonnenschein haben. You're doing a great job with your kids. Du machst eine gute Arbeit mit deinen Kindern. You work hard. Du arbeitest hart. You teach them their manners. Du bringst ihnen Manieren bei. You have them do their chores. Und Chores, work, daily work. Und du gibst ihnen die tägliche Arbeit. But Mama, let me tell you what you don't see right now. Aber Mama, lass mich dir sagen, was du im Moment nicht siehst. Your little girl is over there spinning around and making her dress twirl. Dein kleines Kind dreht sich dort und ihr Kleid weht sich im Wind. She keeps looking your way to see if you're watching her, Und sie schaut ständig auf dich, ob du auf sie schaust. but you aren't. Aber du schaust nicht. Your little boy keeps shouting, Mom, watch this! Und dein kleiner Junge schreit, Mama, Mama, schau her! I see you acknowledge him, Ich merke, dass du ihn bemerkst, barely glancing his way. aber nur einen kurzen Blick auf ihn gibst. Now you're pushing your baby in the swing. Also jetzt gibst du dein Baby, also jetzt gibst du dein Baby in die Schaukel She loves it. und sie liebt es. Cooing, smiling with every push. Sie lächelt mit jedem Ruck. You don't see her though, do you? Aber du siehst sie nicht wahr? Your head is bent, Dein Kopf ist geneigt, your eyes on your phone, deine Augen sind am Telefon, as you absent-mindedly push her swing. während du mit den Gedanken ganz woanders sie anhaust. Talk to her, Mom. Rede mit ihr, Mama. Tell her about the clouds, Rede mit ihr über die Wolken, about the Creator who made them. über den Schöpfer, der diese Wolken gemacht hat. Tickle her tummy when she comes near you. Kitzel sie am Bauch, wenn sie nahe zu dir kommt. Enjoy that baby belly laugh that leaves far too quickly. Und genieße dieses herzhafte Lachen, das viel zu schnell wieder vergeht. Put your eyes back on your prize, your kids. Richte deine Augen wieder auf deinen Preis, auf deine Kinder. Show them that they are the priority. Zeig ihnen, dass sie die Priorität sind in deinem Leben. Wherever you are, be all there. Wo immer du bist, sei ganz da. Playtime at the park will be over before you know it. Diese Zeiten am Spielplatz werden früh genug wieder vorüber sein. The childhood of your children will be gone before you know it. Die Kindheit wird vorbei sein, schneller als du denken wirst. They won't always want to come to the park with you, Mommy. Sie werden nicht immer mit dir in den Park gehen wollen, Mama. They won't always call out for you to watch them. Sie werden nicht immer nach dir rufen, sie anzusehen. There will come a point when they stop trying, stop calling your name. Da wird ein Punkt kommen, wo sie aufhören, deinen Namen zu rufen. Stop bothering to interrupt your phone time. Wo sie dich nicht stören und versuchen, dich abzuhalten von deinem Telefon. Because you've shown them Weil du ihnen gezeigt hast, all these moments that the phone is more important than they are. dass du all die Momente ihnen gezeigt hast, dass das Telefon wichtiger ist, als sie sind. They see you looking at it while you're picking them up from school.
looking at the phone. Also sie sehen dich, dass du aufs Telefon schaust, während du sie abholst von der Schule. Looking at it during playtime. Sie sehen dich, wie du aufs Telefon schaust, während Spielzeit ist. At the dinner table. Am Tisch zu Abend, At bedtime. in Abendzeit. I know it's not true, Mommy. Ich weiß, es ist nicht wahr, Mama. I know you do love your children more than your phone. Ich weiß, dass du deine Kinder mehr liebst als dein Telefon, But your children don't know that. aber deine Kinder wissen das nicht. Your actions are speaking more than your words. Und deine Handlungen sprechen lauter als deine Worte. Thirdly, let's make character our primary focus. Drittens, lasst uns den Charakter die höchste Priorität geben. Because society says that grades are more important. Weil die Gesellschaft sagt uns, dass Noten wichtiger sind als Charakter. Academic success. Dass akademischer Erfolg wichtiger ist als Charakter. Careers. Dass Karriere wichtiger ist. Worldly success. Dass weltlicher Erfolg wichtiger ist. And because of those societal pressures today, Und weil wir diesen gesellschaftlichen Druck heute haben, parents feel like their child's academic success is a measure of their success as a parent. haben die Eltern das Gefühl, dass der akademische Erfolg der Kinder der Erfolg ihrer Erziehung ist eigentlich. But what does God consider success? Aber wie sieht Gott eigentlich Erfolg? Have any of you gone on a long journey somewhere? Hat jemand von euch schon mal eine lange Reise gemacht? Any of us? Jemand von uns? Yes. Okay. Also ein paar von uns. So, maybe you're going as a family. Vielleicht wart ihr als Familie unterwegs You're packing the car. und ihr packt euren Koffer. Now, can everyone in the family bring everything they want on this trip? Kann jedes Familienmitglied bringen, was er mag für diese Reise? No, you have to limit it. Nein, man muss die Sachen begrenzen. 2 suitcases. 2 Koffer. If you can fit it in your suitcases, you can bring it. Otherwise, it stays home. Wenn es reinpasst, kannst du es mitnehmen, aber wenn es nicht mehr passt, muss es zu Hause bleiben. And so you have to think, what do I need at my destination? Und so müsst ihr nachdenken, was brauche ich an meinem Zielort? Let's imagine you're going on another journey Stellt euch vor, ihr geht zu einer anderen and you're flying, Reise taking an airplane, und ihr fliegt and you're on one of these cheap airplanes cheap airlines that only allows a little tiny suitcase. und ihr seid in so einem Billigflug, die euch nur Handgepäck erlauben. Does the importance of what you put in your suitcase go up a little bit? Geht da die Wichtigkeit, was ihr packt, steigt die Wichtigkeit der Dinge, die ihr packt? You're going to think about it a little more. Also ihr müsst da schon ein bisschen mehr danach denken, was ihr mitnehmt. You're going to think, what do I need at my destination? Ihr müsst denken, was brauche ich wirklich an meinem Zielort? Maybe you'll think, what can't I get at my destination? What can I not get at my Vielleicht destination? denkt ihr auch, was kann ich dort nicht besorgen am Zielort? Imagine another trip. Stellt euch noch eine andere Reise vor. You're going to China Stellt euch vor, ihr geht nach China for an entire year, für ein ganzes Jahr. and you can only bring one item with you. Und ihr könnt nur eine Sache mitnehmen. One thing. Eine Sache. Now, do you just get up in the morning, go running out the door, grab something, and go off to China? Geht ihr dann einfach in den Morgen, nimmt diese eine Sache und geht nach China? No, you're probably going to lose some sleep over this decision. Naja, ich denke eher, man würde vielleicht ein paar schlaflose Momente haben wegen dieser Entscheidung. And you're going to think really hard. Und man würde sehr hart nachdenken. And probably once you make that decision, Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, it's going to be something that you cannot get in China, dann wird es etwas sein, das du in China nicht bekommen kannst. Nicht but you umsonst. need in China. Aber in China du diese Sache brauchen wirst. Imagine another trip, Stellt euch noch eine Reise vor. except this one's real. This one is real, it's not imaginary. Und das ist eine wirkliche Reise, also das ist jetzt keine Vorstellung. It's a journey we are all on, Es ist eine Reise, auf der wir alle uns befinden. a journey toward heaven. Eine Reise zu den Himmel. How many things can we take with us to heaven? Wie viele Dinge können wir mitnehmen in den Himmel? Just one. Eine Sache. Just our character. Nur unseren Charakter. We cannot get our good character when we get to heaven, Wir können dort uns keinen guten Charakter besorgen. but we need it when we get to heaven. Aber wir brauchen ihn, um dorthin zu gelangen. Ein Charakter in Übereinstimmung mit dem göttlichen Ebenbild ist der einzige Schatz, den wir auf Gottes neue Welt mitnehmen können. Wie wichtig ist daher die Charakterentwicklung in diesem Leben? It's the only treasure we can take from this world to the
Es ist der einzige Schatz, den wir mitnehmen können von dieser Welt in die nächste. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. Charakterbildung ist die wichtigste Aufgabe, die jemals menschlichen Wesen anvertraut wurde. Now as never before was its diligent study so important as now. Nie zuvor war es so wichtig, sich damit zu beschäftigen wie heute. God is so much more interested in preparing our children for heaven than some worldly university. Also Gott ist viel mehr daran interessiert, unsere Kinder auf den Himmel vorzubereiten, als irgendeine weltliche Universität. Is it more important that our children do well on the test in the schools Ist es wichtiger, dass unsere Kinder gute Schularbeiten schreiben or on the test of the last days? oder den Test bestehen in den letzten Tagen? When we reach the gates of heaven, Wenn wir die Tore des Himmels erreichen, God will not ask if your children graduated with honors. wird Gott nicht fragen, ob eure Kinder ausgezeichnet ihre Ausbildung absolviert haben. He will not ask if they got good grades in school. Er wird nicht fragen, ob die Kinder gute Schulnoten hatten. The only thing he will look at is the character. Das Einzige, was er sich anschauen wird, ist der Charakter. Do they have characters fit for eternity? Haben sie einen Charakter, der für die Ewigkeit geeignet ist? Our fourth. Der vierte Punkt. Parents recognize and accept that parenting is your primary job. Liebe Eltern, erkennt und akzeptiert euren Hauptberuf, also den Beruf als Väter und Mütter. They've done some studies on successful Christian parents. Und es wurden ein paar Studien gemacht, wie man, über erfolgreiche christliche Eltern. They found that first and foremost, Und man hat herausgefunden, dass zuallererst und am allerwichtigsten these successful Christian parents saw parenting as their main job. war, dass die Eltern das Elternsein als die wichtigste Aufgabe gesehen haben in ihrem Leben. Not their worldly jobs, no, Nicht parenting. ihre weltliche Arbeit, sondern Elternsein. Everything else was secondary to their job as a parent. Alles andere war für sie sekundär. They also did not leave the discipling of their children to the church or the school. Und auch ganz wichtig, sie haben nicht die Erziehung ihrer Kinder der Gemeinde oder der Kirche überlassen oder der Schule überlassen. We live in a world that wants to pay someone else to do our job for us. Wir leben in einer Welt, wo wir gerne jemanden anderen bezahlen, damit er die Arbeit tun, die wir eigentlich tun We sollen. want to let the school train the academics. Wir wollen, dass die Schule akademisch unsere Kinder unterrichten. We want to let the church take care of the spiritual training. Wir wollen, dass die Kirche die geistlichen Fähigkeiten trainieren in unseren Kindern. I heard about someone recently he was a very busy businessman, Und ich habe vor kurzem von einem sehr beschäftigten Businessman gehört. and he didn't have time to spend with his children to talk with them. Und dieser Geschäftsmann, er hatte nicht viel Zeit, mit seinen Kindern zu sprechen. So he just paid a child psychologist to come and talk with his children. Also hat er einen Psychiater eigentlich bestellt, der Zeit verbracht hat mit seinem Kind, um mit seinem Kind zu sprechen. But successful Christian parents saw parenting as their job. Aber erfolgreiche christliche Eltern sahen das Elternsein als ihre Hauptaufgabe. They also accepted that they would be countercultural, different than the world. Sie haben auch akzeptiert, dass sie dann anders sein werden als die anderen, als die Welt um sie herum. They just knew they were going to be different from the world. Sie wussten einfach, sie werden anders sein And als it der didn't bother Rest. them. Und das hat sie nicht gestört. I should say they didn't let it bother them. Und ich würde eher sagen, sie haben es nicht zugelassen, dass es sie stört. Excuse me, just in my thought, God needs men who dare to be different. Men who dare to be different, yes. Also Gott, Ellen White hat geschrieben, Gott braucht Menschen, die anders sind. Hat mir He needs parents who dare to be different. Und er braucht Eltern, die wagen, anders zu sein. I don't want to take too much time, but I like telling stories. Is that okay? Ich möchte nicht zu viel eure Zeit nehmen, aber ich liebe es, Geschichten zu I erzählen. was talking to a family recently. Ich habe vor kurzem mit einer Familie gesprochen. About a year before, they had made some very difficult decisions. Und vor einem Jahr hatten sie sehr schwierige Entscheidungen zu treffen. They decided to move from the city to the country. Sie haben entschieden, von der Stadt aufs Land zu ziehen. They decided to homeschool their children. Sie haben sich entschlossen, ihre Kinder homezuschoolen, also zu Hause zu unterrichten. Many difficult decisions that were very different
Also from their friends. viele schwierige Entscheidungen, die sehr anders waren von den Entscheidungen ihrer Freunde. And because of the decisions they made, they didn't really have their old friends anymore. Und weil sie diese Entscheidungen getroffen haben, haben sie diese Freunde mehr oder weniger verloren. And they felt really strange and weird. Und sie haben sich irgendwie komisch gefühlt. And it was about a year later, I was talking to the mother. Und circa ein Jahr später habe ich mit dieser Mutter gesprochen. And I said, how has it been for you? Und ich habe sie gefragt, wie war das für dich? Are you getting used to this different way of life? Gewöhnst du dich an diesen unterschiedlichen Lebensstil? How is it that your friends don't understand the decisions you're making? Wie war das für dich oder wie ist das für dich, dass deine Freunde nicht diese Entscheidungen verstehen, die du triffst? And she told me, well, yes, at first it was very hard. Und sie hat gesagt, ja, weißt du, so am Beginn war es wirklich sehr schwierig. I felt really weird. Ich habe mich sehr komisch gefühlt. But now I've reached the point where I just like being weird. Aber jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich es einfach mag, komisch zu sein. And I laughed and I said, you like being weird? Und ich habe gelacht und ich habe nochmal gefragt, du magst es, komisch zu sein? And she said, no, I don't mean that I like being weird. Und sie sagt, nein, also ich mag es nicht, komisch zu sein. But she said, I realized that my decisions are what God wanted me to do. Aber ich habe verstanden, dass meine Entscheidungen dass die Entscheidungen waren, die Gott wollte, dass getroffen werden. And that the world says I'm weird, Und wenn die Welt sagt, dass ich komisch bin, but God doesn't say I'm weird, aber Gott nicht sagt, dass ich komisch bin, so I like it that way. dann mag ich das, so wie das ist. It's a good attitude. Und das ist eine sehr gute Einstellung. Where is our focus? Wo ist unser Fokus? Let's focus on preparing those characters for heaven. Lasst uns darauf fokussieren, diese Charaktere vorzubereiten für den Himmel. There is no more important field of effort than that committed to the founders and guardians of the home. Es gibt kein wichtigeres Arbeitsfeld als jenes, das den Gründern und Hütern des Heims übertragen ist. No work entrusted to human beings involves greater or more far-reaching results than does the work of fathers and mothers. Keine Aufgabe, die menschlichen Wesen anvertraut ist, schließt größere und weitreichendere Folgen in sich, als die den Vätern und Müttern anvertraute Werke. There is nothing more important. Da gibt es nichts Wichtigeres. Our fifth point, Unser 5. Punkt. I know this one is politically incorrect. Also ich weiß, das ist jetzt politisch nicht korrekt. I don't mean to offend anyone, Ich möchte niemanden verletzen. but we have to realize how important this is, Aber wir müssen verstehen, wie wichtig das ist. and we have to realize that this is God's plan. Und wir müssen verstehen, dass das Gottes Plan ist. Stay at home, moms. Mütter, bleibt zu Hause. The work of the mother is incredibly important. Das Werk der Mutter ist unglaublich wichtig. Secular science Die weltliche Forschung oder weltliche Wissenschaft tells us that families with one full-time parent, typically the mother, raise more successful children. Also weltliche Wissenschaft sagt uns, dass Kinder in Familien, wo wo ein Elternteil Vollzeit mit dem Kind ist, diese Kinder sind erfolgreicher. That's from a worldly success standpoint. Also das ist von einem weltlichen erfolgreichen Standpunkt. Spiritual. Und es geht hier nicht um geistlichen Erfolg. Wie viel mehr muss das denn noch sein? Christian research Christliche Forschung tells us that those same families have a high percentage of spiritually strong young adults. zeigt uns, dass diese Art von Familie, also wo ein Elternteil immer mit dem Kind ist, auch geistlichen höheren Erfolg haben als andere. You know, they've done some studies on what's known as maternal separation. Wisst ihr, es wurden ein paar Studien durchgeführt über das Thema Maternal separation. Separating an infant from the mother. Okay. Also ein Kind zu trennen von der Mutter. Diese Studien wurden gemacht. Was passiert mit dem Kind, wenn man es von der Mutter trennt? They did some on some rats. Sie haben ein paar zuerst an Ratten versucht. And they found that just separating the baby rat from their mother Und sie haben herausgefunden, einfach nur dadurch, dass man die Babyratte von der Mutter genommen hat, for 24 hours für 24 Stunden doubled the rate of something in the brain known as apoptosis, which I'll explain. hat dazu geführt, dass ein Stoff im Gehirn sich verdoppelt hat, was er jetzt erklärt. Apoptosis is the process by which brain cells kill themselves, basically. Okay. Nämlich ein Prozess eigentlich, nämlich Apoptose, der
Zelltod eigentlich, der kontrollierte Zelltod. And some of this is okay in early childhood as the brain develops. Und vieles davon ist in Ordnung und brauchen wir auch, während das Kind sich entwickelt. But when we separated the infant from the mother, Aber als das Kind getrennt war von der Mutter, the rate doubled. diese Rate, dieser Zelltod, der hat sich verdoppelt. It was literally killing the brain to Also separate the es mother war and child. buchstäblich das Gehirn getötet. They've done studies on monkeys Sie haben diese Studien auch an Affen durchgeführt and on humans, und auch an den Menschen. and they find that just a few hours of maternal separation Und sie haben gesehen, einfach nur nach ein paar Stunden dieses Getrenntseins will generate physical damage to an area of the brain known as the hypothalamus. bewirkt auch physischen Schaden in einer Gehirnregion, nämlich den Hypothalamus. The hypothalamus is very important for maintaining the endocrine system, Und der Hypothalamus ist sehr wichtig für unser endokrines System, the autonomic nervous system, für unser autonomes for Nervensystem, behavior für and unser metabolism, Verhalten, für unseren Stoffwechsel for growth and und development. für Wachstum und Weiterentwicklung. It's a very important region of the brain, Also eine sehr wichtige Region unseres and again, it's Gehirns. physically damaged when we separate the babies from Es the mother. ist wirklich physisch verletzt, wenn man das Kind von der Mutter wegnimmt. Also an area known as the hippocampus, Auch eine andere Region, die Hippocampus genannt wird, which is important for memory, das sehr wichtig ist für das Gedächtnis. spatial navigation, behavior, Spatial Navigation. understanding you have a sense of the body and space, Also ich denke, das ist der Gleichgewichtssinn. Bin mir nicht ganz sicher. behavior and emotion. Also das Verhalten und Emotionen. Maternal separation tends to elevate stress levels in the blood. Also diese Trennung führt dazu, dass die Stresshormone vermehrt ausgeschüttet werden. And as those stress levels become elevated, it begins to physically damage the brain. Und wenn dieser Stresshormonspiegel erhöht wird, dann führt es eben zu physischen Schaden des Gehirns. Nervenzellen im Hippocampus werden als Folge von chronischem Stress und erhöhtem Stresshormonspiegel zerstört, das dann zu intellektuellen Defiziten führt. Kinder mit den niedrigsten Punkten bei mentalen und motorischen Tests zeigten, dass diese den höchsten Cholesterinspiegel im Blut hatten. And yet society continues to encourage the separation of mother and child. Und immer noch schreibt uns die Gesellschaft vor oder ermutigt die Gesellschaft uns dazu, dass das Kind möglichst früh von der Mutter wegkommt. There's plenty of research that shows how important it is for the mother and child to have that good connection early in life. Es gibt sehr viel Forschungen, die zeigen, dass es sehr wichtig ist, dass die Mutter und das Kind eine sehr enge Verbindung haben, gerade in diesen jungen Jahren, frühen Jahren. And yet that's ignored as we have daycare and preschool and kindergarten. Und dennoch wird das ignoriert, wo wir Volksschulen haben, Vorschulen, Kindergarten und all das Ganze. I think it's a plan of the devil. Und ich denke, das ist ein Plan des Teufels. He wants to separate children from their source of spiritual instruction. Er möchte die Kinder von der Quelle geistlicher Unterweisung trennen. And you know, I find it ironic, just a side note here. Und wisst ihr, jetzt nur eine kurze Notiz, ich finde es ziemlich ironisch. We always try to encourage the little toddlers to become independent. Wir versuchen immer sehr schnell unseren den Kleinkindern beizubringen, unabhängig zu werden. But then when they're teenagers, Aber wenn sie dann Teenager sind, we can't figure out why they don't want to talk with us. dann können wir nicht verstehen, warum sie nicht mit uns reden wollen. And in fact, the studies show that if we have a securely attached infant, we'll have a better attached teenager. Und die Studien zeigen uns, wenn wir Kinder haben, die eng verknüpft sind mit den Eltern, dann haben wir auch bessere Beziehungen im Teenageralter. The quality of attachment between infants and their mothers has significant consequences for relationships at later stages of life. Die Qualität der Verbindung zwischen Kleinkindern und ihren Müttern hat signifikante Konsequenzen für Beziehungen in ihrem zukünftigen Leben. Kinder, die auf diese Weise mit ihren Müttern verbunden waren, tendieren dazu, später mehr soziale und emotionale Kompetenz zu besitzen. Opportunities of inestimable worth. Es gibt Gelegenheiten von unschätzbarem Wert. Interest infinitely precious. Unendlich kostbare Möglichkeiten, They're committed to every moment. die jeder Mutter anvertraut sind. How much is inestimable? Wie viel ist unendlich oder unschätzbar? How much? Wie viel ist unschätzbar?
There's no amount, right? Es gibt keine Menge. Das ist eigentlich etwas We can't Ewiges. put a price on it. Wir können da keinen Preis festlegen. A mother has in her hands something that has no price. Also die Mutter hat etwas in der Hand, das keinen Preis hat. In fact, one time they tried to calculate the salary of a mother. Eines Tages hat man versucht, das Gehalt einer Mutter zu berechnen. And they looked at all the different things that a mother did. Und man hat sich alles angeschaut, all die verschiedenen Sachen, die die Mütter tun. And they looked at what the salary should be for each of those jobs. Und man hat nachgeschaut, was das Gehalt wäre für jeder dieser Aufgaben. And they added it all up. Und dann haben sie alles zusammen summiert. Well, let's just say that mothers are very underpaid. Also sagen wir es so, die Mütter sind sehr unterbezahlt. It was a lot of money. Es war wirklich sehr, sehr viel Geld. But that was from a worldly standpoint. Aber das war von einem weltlichen They Standpunkt. were just looking at the physical, everyday things. Sie waren, Physical, everyday. ja, sie haben einfach auf den Alltag geschaut. What about the spiritual worth of her work? Aber was ist jetzt der geistliche Wert ihrer Arbeit? The mother who trains her children for Christ is as truly working for God as the minister in the pulpit. Die Mutter, die ihre Kinder für Christus erzieht, ist ebenso für Gott tätig wie der Geistliche auf der Kanzel. Remember we saw how the influence of the family is stronger than powerful sermons from the pulpit? Könnt ihr euch erinnern, wie wir am Anfang gelesen haben, dass der Einfluss der Familie größer ist als der Einfluss des Predigers von der Kanzel? And here we see that the mother who's training her children for Christ has just as important as a job. Und hier sehen wir, dass die Mutter genauso einen wichtigen Beruf hat wie der Prediger an der Kanzel. Excuse me, I just wanted to mention the Bible always said about when the Bible speaks about the behaviors of Israel's kings, they always mention who was the mother of the king, because as a most responsible person for his behavior. Also wenn wir in der Bibel sehen, merkt der Miro an und uns die Könige anschauen, dann werden oft die Mütter genannt, weil es einfach zeigt, wie wichtig diese Aufgabe war. You know, one of my favorite chapters in the Bible, Wisst ihr, eines der liebsten Kapitel in der Bibel it's Daniel, ist Daniel, chapter 0. Kapitel 0. Have you read that one? Habt ihr das gelesen? We read about it in Chronicles. Wir lesen darüber in Chroniker. And we know that in the entire nation of Israel, Und wir wissen, dass in der ganzen Nation Israel, there were probably 4 mothers who were raising their children properly. da waren vielleicht nur 4 Mütter, die ihre Kinder richtig erzogen haben. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. And we see the results of that in the Babylonian kingdom. Wir sehen das Resultat dieser Erziehung im babylonischen Reich. You know, we often think that, oh, it was just those 4 who were maybe special, they got the attention. Und man denkt vielleicht manchmal, das waren jetzt nur diese 4, auf die jetzt die Aufmerksamkeit gerichtet That's war. not true. Aber das ist nicht wahr. They were the only ones who stood. Aber das ist nicht wahr, denn sie waren die einzigen, die beim Standbild stehen geblieben sind. There were many other captives from Da waren Israel. sehr, sehr viele andere Gefangene von Israel. It was only those 4 Aber who nur stood diese 4 sind gestanden, because their mothers had trained them right. weil ihre Mütter sie richtig erzogen haben. The king upon his throne Der König auf seinem Thron has no higher work than has the mother. hat kein höheres Amt, als die Mutter es hat. She has in her power the molding of her children's characters that they may be fitted for the higher immortal life. Die Mutter ist die Königin ihres Hauses, die Charakterformung ihrer Kinder liegt in ihrer Hand, damit diese für das höhere, unsterbliche Leben befähigt werden. An angel could not ask for a higher mission. Ein Engel könnte keinen höheren Auftrag begehren, For in doing this work, she's doing service for God. denn bei der Erfüllung dieser Aufgabe dient sie Gott. Wenn sie sich des heiligen Charakters ihrer Aufgabe bewusst ist, wird sie das mit Mut erfüllen. Sie sollte an den Wert ihrer Arbeit denken und sich mit der ganzen Waffenrüstung Gottes wappnen, damit sie der Versuchung widerstehen kann, sich dem weltlichen Standard anzupassen. Ihr Werk hat Auswirkungen für Zeit und Ewigkeit. Mothers, do you desire a life work? Mütter, mögt ihr eine Lebensaufgabe haben? Do you want a mission?
Möchtet ihr eine Mission haben? God has given you one in your children. Gott hat euch schon eine gegeben mit euren Kindern. Do you want to have an influence in the world? Möchtet ihr einen Einfluss haben in dieser Welt? The Lord has given mothers a position more influential than any other. Gott hat den Müttern eine Position gegeben, die mehr Einfluss ausüben kann als jede andere. Do you want to be a power for good in the world? Möchtet ihr eine Kraft zum Guten sein in dieser Welt? We're told that next to God, a mother is in a position to be the greatest power for good in the world. Wir lesen, dass neben Gott ist die Mutter das größte Werkzeug in der Mission. Do you want to be a leader? Möchtet ihr ein Führer sein? Lead your children to Christ. Dann führt eure Kinder zu Christus. Do you want to be a reformer? Möchtet ihr Reformer sein? Reform your families. Dann reformt eure The Familien. reforms you begin can change thousands. Die Reform, die ihr beginnt, können tausende Leben verändern. Do you wish to demonstrate the power of Christianity to the world? Möchtet ihr der Welt die Kraft des Christentums offenbaren? Do you aspire to missionary service? Möchtet ihr Missionsarbeit tun? We're told that God will record the name of the faithful mother beside the greatest of earth's missionaries. Uns wird gesagt, dass Gott die Namen der Mütter neben den größten Missionaren dieser Welt schreiben wird. One time there was a mother, Eines Tages war da eine Mutter a mother with a baby son. mit einem jungen Sohn, also ein Baby eigentlich. The future looked very, what's the word? Bleak. Not a good future. Und die Zukunft sah nicht prächtig aus. She was very poor. Sie war sehr arm. Her husband was not very supportive. Ihr Mann hat sie nicht wirklich unterstützt. It kind of looked like she would need to raise her son alone. Es hat so ausgeschaut, als ob sie ihren Sohn alleine erziehen müsste. Her husband told her she needed to go get a job and make more money. Ihr Mann hat ihr gesagt, sie soll einen Job finden, damit sie mehr Geld verdient. Her family told her, go get a job. Ihre Familie hat ihr gesagt, komm, nimm einen Beruf. She said, no, I can't. I have my son. Sie sagte, nein, ich kann nicht, ich habe meinen Sohn. Not much money made it into her hands. Also sie hatte nicht viel Geld. Sometimes she would unplug the refrigerator because there was no food in it. Manchmal hat sie den Kühlschrank ausgesteckt, weil kein Essen drin war. She didn't have a car, Sie hatte kein Auto, didn't have a phone, sie hatte kein Telefon, but she remained committed. aber sie hat sich fest vorgenommen, in dieser Sache treu zu bleiben. Then a few years later, Dann ein paar Jahre später she decided that she would homeschool her children. hat sie sich entschieden, ihre Kinder home zu schoolen, also zu Hause zu unterrichten. That was not an easy decision. Das war keine leichte Entscheidung für sie. How would she survive? Wie wird sie überleben? But she remained committed. Aber sie blieb. She wanted to see her children in heaven. Sie wollte ihre Kinder im Himmel sehen. Years went by. Die Jahre vergingen. Her family always called her crazy. Ihre Familie haben sie immer als verrückt bezeichnet. They said, why can't you just be normal? Und sie haben gefragt, warum kannst du nicht einfach normal sein? Just, go to work, spend some time with your children Geh in the zur evening. Arbeit, verbring am Abend Zeit mit den Kindern. Why do you have to be so weird? Warum musst du so komisch sein? She didn't have very much earthly support, Sie hatte nicht sehr viel weltliche Unterstützung. but she knew she had the support of God. Aber sie hatte die Unterstützung Gottes. Well, she was with them through every step of the way, or with her children. Ja. The mother was with her children. Also die Mutter war die ganze Zeit mit ihren Kindern geblieben. All the way until they were young people. Bis sie junge Menschen waren. She saw them become committed Christians. Sie hat gesehen, wie sie überzeugte Christen wurden. That mother, Diese Mutter that's my mother. ist meine Mutter. And I'm the person I am today because of my mother. Und ich bin die Person, die ich heute bin, wegen meiner Mutter. Here we go. When the judgment shall sit, Wenn das Gericht tagt when the book shall be opened, und die Bücher aufgetan werden, when the well done of the great judge is pronounced, wenn das Wohlgetan des großen Richters ausgesprochen wird when the crown of glory is und die placed, Krone unsterblicher Herrlichkeit many will raise their crowns auf das Haupt des Siegers gesetzt wird, werden viele ihre Kronen in sight of the assembled vor universe dem versammelten Universum and pointing to their mother, abnehmen und auf ihre Mutter zeigen,
say, she made me all I am through the grace of God. Und sagen, sie machte mich zu dem, was ich durch die Gnade Gottes geworden bin. Her instruction, her prayers have been blessed to my eternal salvation. Ihre Unterweisung, ihre Gebete haben mich zu meinem ewigen Heil geführt. Can we find anything more important than this? Können wir etwas Wichtigeres als das finden? Well, it's a greater work than the king. Es ist eine wichtigere Arbeit als die Arbeit eines Königs. In fact, the world could do without kings. In der Tat, eigentlich, die Welt könnte auch ohne Könige zurechtkommen. But it could not do without the work of a faithful mother. Aber die Welt könnte nicht zurechtkommen ohne das Werk treuer Mütter. Maybe you just wish you could go be an angel. Vielleicht wünscht ihr euch einfach ein Engel zu sein. That'd be easier, right? Be an angel. Das wäre einfach, oder? Einfacher ein Engel zu sein. If you could, you'd ask to go be a mother again. Wenn du könntest, dann würdet ihr fragen, nochmal eine Mutter zu sein. Because we read that an angel could not ask for a higher mission. Weil wir haben gelesen, dass ein Engel nicht eine höhere Aufgabe begehren könnte als das Werk der Mutter. To be Christian. To be Christian. I could tell many other stories of sacrifice. Ich könnte weitere Geschichten erzählen von Opfern, die gebracht wurden. No cars, no phones, no driver's license. Keine Autos, kein Telefon, kein Führerschein. Things that we think are essentials in life. Dinge, von denen wir denken, dass sie wesentlich sind im Leben. Mother said, no, I'll do without because I know what my most important work is. Mütter haben gesagt, nein, ich kann ohne den leben, denn ich weiß, es ist das Wichtigste in meinem Leben. Do we consider this radical and extreme? Sehen wir das als radikal und extrem an? Well, what is our highest priority? Dann ist die Frage, was ist unsere höchste Priorität? We say our children are our highest priority. Wenn wir sagen, dass die Kinder unsere höchste Priorität sind, But are we acting on it? dann ist die Frage, handeln wir auch danach? Are we somehow afraid God's plan isn't going to work? Sind wir vielleicht ängstlich darüber, dass Gottes Plan nicht funktionieren wird? Is God's hand slack though? Mangelt es Gott an Kraft? Do we believe His word? Glauben wir seinem Wort? Do we believe that when He asks us to do something, He'll provide a way for us to do it? Glauben wir, dass wenn Gott uns etwas gebietet, dass er uns auch die Möglichkeit gibt, das zu tun und die Kraft dazu? Where's our faith? Wo ist unser Glaube? Let's place our priority on what God considers a priority. Lasst uns unsere Priorität darauf legen, was Gott als Priorität sieht. Let's leave the consequences of it. Und lasst uns die Konsequenzen ihm überlassen. No one said it'd be easy. Niemand hat gesagt, dass das leicht In sein wird. fact, God said it would be difficult. Sogar Gott sagt, es wird schwierig sein. But He said it will be difficult, but it will be worth it. Er sagt, es wird schwierig sein, aber es wird es allemal wert sein. Our final point, sorry, I said there were 5. Entschuldigung, ich habe gesagt, es sind 5 Punkte, aber jetzt kommt der letzte Punkt, es sind 6 Punkte. I just want to make the point that we need to pray also. Und ich möchte noch den Punkt machen, dass wir auch beten müssen. Spiritually strong families are praying families. Geistliche, starke Familien sind betende Familien. Spiritually strong parents pray for their children, Geistlich starke Eltern beten für ihre Kinder. but they also pray for themselves. Aber sie beten vor allem auch für sich selbst. They pray that they'll have strength to do the difficult things. Sie beten, dass sie Kraft haben, die schwierigen Dinge zu tun. There's a great illustration from the pages of history. Es gibt hier ein schönes Bild aus den Geschichten, aus der Geschichte. Back many years ago, you couldn't travel by automobile. Vor vielen Jahren konnte man nicht mit dem Auto sich fortbewegen. You would walk. Man ist gegangen. And you didn't have these very powerful flashlights, torches that we have. Und man hatte nicht diese starken Taschenlampen, die man heute hat, Cast a light way into the distance. die das Licht werfen, also auf eine weite Distanz. No, you had a little oil lamp. Nein, man hatte nur eine kleine Öllampe. And that little oil lamp cast a small glow around it. Und diese kleine Lampe hat einfach einen kleinen Kreis von Licht. And holding it like this would do you no good. Und es zu halten, also so zu halten, würde dir nicht viel Gutes tun. You had to hold it down by your feet. Man musste es zu dem Fuß runterhalten. And it cast just enough light to see one step in front of you. Und es bietet einfach nur so viel Licht, dass du gerade den nächsten Schritt sehen kannst. Now you could stand and you could get all worried about the path ahead. You could get all worried about the path ahead. Also man könnte stehen bleiben und sich einfach Sorgen machen über die Schritte, die folgen. But you couldn't see the path ahead. Aber du konntest den Weg vor dir nicht sehen. What could you see? Was konntest du sehen? Just one step. Nur einen Schritt. So you say, okay, this step is good.
Also hat man gesagt, okay, dieser Schritt ist gut. I don't know what the future holds, but I know what this step is. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, was dieser Schritt bringt. So you make the step. So macht man den ersten Schritt. What just happened? Was ist gerade passiert? Now you have light for another step. Jetzt hat man Licht für den nächsten Schritt. Oh, that's a good step. Das ist auch ein guter Schritt. I'll take that one. Ich nehme diesen Schritt auch. And now you have light for another step. Und so hat man wieder Licht für den nächsten Schritt. And on down the path you would go, step by step. Und den ganzen Weg geht ihr Schritt für Schritt. Never having more light than the step in front of you. Und ihr habt niemals mehr Licht als für den Schritt, der vor euch liegt. God works with us that way. Gott wirkt auf diese Weise mit uns. He doesn't tell us how it's all going to work in the future. Er zeigt uns nicht, wie alles ablaufen wird in der Zukunft. He asks us to make hard decisions and we say, Lord, how's it going to work out? Er bittet uns, schwierige Entscheidungen zu treffen und wir fragen uns, Herr, wie soll das funktionieren? He says, I haven't asked you to figure out the future. Und er sagt uns, ich habe dich nicht darum gebeten, die Zukunft zu kennen. I've asked you to obey right now. Aber ich bitte dich, dass du jetzt gerade mir gehorchst. A speaker, a pastor friend of mine once said, Ein Predigerfreund von mir hat mal gesagt, our ability to understand God's will is directly linked to our willingness to follow it. unsere Fähigkeit, Gottes Willen zu verstehen, ist direkt mit unserer Bereitschaft verbunden, ihm zu folgen. Are we ready to follow? Sind wir bereit zu folgen? The Lord may ask us to make some difficult decisions. Gott wird vielleicht wird vielleicht von uns verlangen, schwierige Entscheidungen zu treffen. To strengthen our family witness may take self-denial. Um unsere Familie zu stärken, wird wahrscheinlich Selbstaufopferung brauchen. But it's only as we are willing to obey Aber es ist nur, wenn wir die Bereitschaft haben zu gehorchen, that the Lord can shed more light on our path. dass der Herr uns mehr Licht scheinen lassen kann auf unserem Weg. So, in closing, we have two options. Also zum Abschluss, wir haben zwei Optionen. We have an ill-regulated family. Wir haben eine schlecht regulierte Familie. That influence is widespread and disastrous to all society. Und dieser Einfluss reicht weiter und ist für die ganze Gesellschaft unheilvoll. It accumulates in a tide of evil that affects families and communities and governments. Er führt zu einer Welle des Übels, worunter Familien, Gemeinden und Regierungen dann leiden müssen. Does anyone want this to be your family witness? Möchte jemand, dass das Familienzeugnis von euch ist? Here's a better witness. Hier ist ein besseres Zeugnis. The one well-ordered, well-disciplined family that tells more in behalf of Christianity than all the sermons that can be preached. Der größte Beweis für die Kraft des Christentums, der der Welt gegeben werden kann, ist eine wohlgeordnete und disziplinierte Familie. There was a man who wanted to change the world. Da war mal ein Mann, der wollte die Welt ändern. It's a big goal. Das ist ein großes Ziel. He thought about it for a while. Er hat darüber nachgedacht. One morning he got up. Und eines Morgens ist er aufgestanden. He said, the world's not going to change by me waiting for it. I'm going to start today. Hat er gesagt, die Welt wird nicht darauf warten, dass ich die Welt ändere. Ich muss heute anfangen. So he got out a map. Also hat er eine Mappe rausgeholt, Where do I start? eine Karte und hat sich gefragt, wo starte ich? He looked. Wow, the world's a big place. Und er hat geschaut und hat gesagt, wow, also die Welt ist ganz schön groß. Maybe I'll save myself some money and just start in my country. Vielleicht spare ich mir erstmal ein bisschen Geld und beginne in meinem eigenen Land. If I change my country, then I can change the world. Wenn ich mein Land erstmal ändere, dann kann ich auch die Welt ändern. So I looked at the map of his country a little more. Also dann hat er auf der Karte sein Land ein bisschen genauer betrachtet. Wow, even that's a big place. Und dann hat er gesagt, wow, also selbst dieses Land ist ein großer Ort. Maybe I'll start with my state, he thought. Vielleicht beginne ich erstmal mit meiner Stadt. I change my state, then I'll get the rest of the world. Wenn ich meine Stadt ändern kann, dann kann ich den Rest der Welt ändern. So he thought about his state. Also dann hat er darüber Where do I nachgedacht. start in my state? Und dann hat er gefragt, wo kann ich in der Stadt beginnen? Well, I guess I can start with my own city, he said. Entschuldigung, Bundesland eigentlich. Und jetzt hat er sich gedacht, na dann beginne ich mal mit meiner Stadt. He thought about his city. Er dachte über seine Stadt nach. Where do I start in my city? Wo starte ich in meiner Stadt? I guess I can start with the street that I live on. Ich denke, ich könnte starten in der Straße, wo ich wohne. He thought about that. He goes, well, which family do I start with?
Dann hat er darüber nachgedacht und hat sich gedacht, mit welcher Familie beginne ich. The ones down at the end of my street, they need some help, he said. Also die Familie ganz am Ende der Straße, die brauchen meine Hilfe. And he thought, oh, but the ones down at the other end, they need some help too. Aber die am anderen Ende brauchen auch Hilfe. And then he thought, you know what? Wisst ihr was? My own family needs some help. Meine eigene Familie braucht Hilfe. Maybe if I change my family, then I can change my city. Vielleicht, wenn ich meine Familie ändere, dann kann ich meine Straße und meine Stadt. So then he thought about his family. Dann dachte er über seine Familie nach. Where do I start? He thought. Wo fange ich an, hat er sich gedacht. Do I start changing my wife? Fange ich damit an, meine Frau zu verändern? I try to change my children? Oder soll ich versuchen, meine Kinder zu ändern? And the Lord spoke to him and said, no, you need to change yourself. Und der Herr hat zu ihm gesprochen und gesagt, nein, du musst dich selbst ändern. The man found the secret to changing the world. Also dieser Mann hat das Geheimnis gefunden, die Welt zu verändern. And that's our secret to change the world. Und das ist auch unser Geheimnis, die Welt zu verändern. We start with ourselves. Wir starten mit uns selbst. That becomes an influence in our family. Das wird ein Einfluss in unserer Familie. Then our families can change our communities. Dann können unsere Familien die Gesellschaft um uns herum ändern. And if every one of us all around the world were doing that, we would change all the communities around the world. Und wenn das jeder von uns tun möchte, würde verstreut auf der Welt, dann würde sich die ganze Gesellschaft auf der ganzen Welt ändern. Can God say of you as he did of Abraham? Dann kann Gott über dich sagen, wie er über Abraham gesagt hat, I know him. ich kenne ihn. He'll command his children and his household after me. Er wird seinen Kindern und sein Haus meine Befehle lernen. Can you say with Joshua, Könnt ihr mit Josua sagen, as for me and my house, we will serve the Lord. aber ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. And remember one thing, Und erinnert euch an eine Sache. you're not left to do your job alone. Ihr seid nicht bei dieser Arbeit allein gelassen. We have help. Wir haben eine Hilfe. Parents have a great and responsible work to do. Eltern haben eine große und verantwortungsvolle Aufgabe. And they say, who is sufficient for these Und things? sie mögen sich wohl die Frage stellen, wer ist hierzu tüchtig? It's an impossible job. Das ist unmöglich, diese Arbeit zu verrichten. But God has promised to give wisdom to those that ask in faith, and he will do just as he said he would. Gott aber hat verheißen, denen Weisheit zu verleihen, die ihn im Glauben darum bitten. Will we be normal, Werden wir normal sein or will we follow God's eternal plan? oder folgen wir Gottes ewigen Plan? Let's have that family that tells more in behalf of Christianity than any sermon that can be preached. Lasst uns diese Familie haben, die mehr über das Christentum lernen kann als jede Predigt. Let's have prayer. Lasst uns gemeinsam beten. Father, Vater im Himmel, what a huge work you've given us was für eine wunderbare Arbeit hast du uns gegeben, was für eine große Arbeit, to spread the gospel. das Evangelium zu verkündigen. We thank you, Lord, that you've given us, though, the tools that we need. Wir danken dir, dass du uns dazu die Werkzeuge gegeben hast, die wir dazu brauchen. I pray, Lord, for the families that are here, Ich bitte dich, Herr, für die Familien, die hier sind, that you'll give them the wisdom, dass du ihnen die Weisheit gibst, the courage, den Mut, the strength die Kraft, to follow your plan, deinen Plan zu folgen, to make their witness as powerful as it can be. damit ihr Zeugnis so kraftvoll sein kann, wie es nur möglich ist. We thank you that you've promised us help. Wir danken dir, dass du uns verheißen hast, unsere Hilfe zu sein. And here, Lord, we ask for that help. Und hier, jetzt wo wir hier vor dir knien, bitten wir dich um diese Hilfe. We thank you for being with us this morning. Wir danken dir, dass du mit uns bist an diesem Morgen. We pray for your continued presence today. Wir bitten dich für deine weitere Gegenwart während dieses Tages. We ask in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. 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 Wir möchten danken für diese wunderbaren Ausführungen und auch noch begrüßen unsere spät hinzugekommenen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich gebe euch auch